Mit Commander können Sie Tabellen erstellen und in diesen auch Formeln verwenden, ähnlich wie in Tabellenkalkulationsprogrammen. Und es ist auch möglich, Tabellen aus einer Datenextraktion zu erstellen. Komfortabler und flexibler sind das Ausfüllen und Verwalten der Daten jedoch mit speziellen Programmen wie Microsoft Excel, Google Sheets, OpenOffice und LibreOffice. Wir können zum Beispiel eine Excel-Tabelle erstellen, die wir in unsere Zeichnung einfügen möchten. Eine Möglichkeit wäre es, den Inhalt einfach zu kopieren und einzufügen. Dies ist eine schnelle Methode. Die Limitierung dieses Ansatzes besteht jedoch darin, dass diese Tabelle bald veraltet sein könnte, da ihr Inhalt nicht mit der Originaldatei verknüpft ist. Jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen und die Datenverknüpfungsfunktion verwenden, um eine bidirektionale Verknüpfung zwischen unserer Zeichnung in der Tabelle zu erstellen. In unserem Beispiel verwenden wir Excel, aber in anderen Programmen funktioniert das auf die gleiche Weise. Wenn Sie eine Tabelle einfügen, sehen Sie im Dialogfenster jetzt die neue Option aus einem Datenlink einfügen. Wir finden hier ein leeres Dropdown-Menü, da wir noch keine Verknüpfung definiert haben. Diese Schaltfläche bringt uns zum Datenlink-Manager, in dem wir das jetzt tun können. Aber lassen Sie uns abbrechen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass wir diese Funktion auch auf der Registerkarte einfügen finden können. Hier klicken wir auf die Schaltfläche Datenverknüpfung. Das führt uns zum denselben Dialogfenster, welches wir gerade gesehen haben. Über dieses Icon können wir einen oder mehrere Links zur Tabellenkalkulation erstellen. Zunächst geben wir einen Namen für diese Dateiverknüpfung. Jetzt suchen wir nach der zu verknüpfenden Datei. Wir bestimmen das Blatt, mit dem wir arbeiten möchten. Dann wählen wir, ob wir das gesamte Blatt verknüpfen wollen oder nur einen definierten Bereich von Zellen. Wenn die Tabelle sehr groß ist, kann es sein, dass Sie nur einen Teil davon benötigen. In unserem Fall nehmen wir das gesamte Blatt. Die Datei ist jetzt verlinkt. Nun erstellen wir eine Ars-Kommando-Tabelle, basierend auf diesen Informationen. Dafür gehen wir zurück auf die Registerkarte Beschriften und wählen Tabelle einfügen. Wenn wir nun die Option aus einem Datenlink einfügen anklicken, sehen wir unsere zuvor erstellte Verknüpfung. Wählen wir sie aus und klicken OK, um die Tabelle in der Zeichnung einzufügen. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Tabelle, deren Inhalt und Datenformat aus einer Microsoft Excel-Datei bezogen werden. Tabelle und Datei sind miteinander verlinkt, so dass bei einer Änderung des Inhalts der Originaldatei auch der Inhalt unserer Zeichnung aktualisiert wird. Aber was passiert, wenn wir eine Änderung an der Tabelle in unserer Zeichnung vornehmen? Lassen Sie uns zuerst etwas Text in diese Spalte einfügen. Jetzt werden wir einige Daten ändern, zum Beispiel Anzahl. Nun wollen wir die Excel-Datei aktualisieren. Dazu gehen wir auf die Registerkarte Einfügen und finden hier den Befehl in verknüpfte Datei schreiben, mit dem wir die Informationen in der externen Datei aktualisieren können. Wir wählen die Tabelle aus, die wir aktualisieren möchten, und nachdem wir Eingabetaste gedrückt haben, wird die Operation ausgeführt. In Excel können wir die Datei öffnen und die Inhalte sehen, die in Ars-Kommando hinzugefügt wurden. Wir können nun auch von Excel aus einige Änderungen vornehmen. Wir speichern die Datei, bevor wir zu Ars zurückkehren. Wenn Sie die Zeichnung in Ars-Kommando geöffnet hatten, erscheint jetzt eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass die Referenz aktualisiert werden muss. Die Aktualisierung kann jederzeit auch manuell mit dem Befehl Datenverknüpfung aktualisieren erfolgen. Wählen Sie dazu die Tabelle aus und bestätigen mit Enter. Das Aktualisieren einer verlinkten Tabelle ist nur erforderlich, wenn die Zeichnung in Ars-Kommando geöffnet ist, während Sie in einem anderen Programm Änderungen vornehmen. Wenn eine Zeichnung in Ars-Kommando geöffnet wird,
werden verlinkte Tabellen dagegen automatisch aktualisiert. Der große Vorteil der Datenverknüpfung besteht darin, dass Sie sicherstellen können, dass Ihre Tabelle in ARES immer den aktuellen Inhalt Ihrer externen Tabelle widerspiegelt.